Hallo, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Diese Geschichte ist wahr. Sie handelt von etwas, das mein Leben verändert hat. Mein Name ist Anna. Ich bin jetzt 78 Jahre alt. Als ich jung war, kümmerte ich mich nicht um mein Leben. Ich wachte jeden Tag spät auf. Ich spielte die ganze Zeit Spiele. Ich lachte und hatte Spaß, aber ich lernte nichts. Ich las keine Bücher. Ich arbeitete nicht. Ich dachte nie über meine Zukunft nach. Jeder Tag fühlte sich gleich an. Ich verschwendete meine Zeit, aber ich verstand es nicht. Eines Wochenendes kam mein Onkel zu Besuch. Er war ein ruhiger und ernster Mann. Er setzte sich neben mich und sah mir direkt in die Augen. Ich lächelte ihn an, aber er lächelte nicht zurück. Er sagte nur: „Verschwende deine Zeit nicht." Das war alles, was er sagte. Keine lange Rede. Keine Geschichte. Dann stand er auf und ging. Aber ich konnte seine Worte nicht vergessen. Sie blieben immer wieder in meinem Kopf wie ein Lied, das ich nicht aufhören konnte zu hören. Viele Tage lang dachte ich über das nach, was er gesagt hatte. Zuerst nahm ich es nicht ernst. Ich dachte, ich hätte noch viel Zeit. Aber langsam begann sich etwas in mir zu verändern. Ich betrachtete mein Leben genau. Ich sah, wie viel Zeit ich bereits verschwendet hatte. Ich fragte mich: Was mache ich mit meinem Leben? Ich hatte keine Antwort. Das machte mich traurig. Ich wollte mich ändern. Ich wollte meine Zeit besser nutzen. Ich wollte mein Leben nicht mehr verschwenden. Also begann ich mit kleinen Schritten. Ich fing an, früh aufzustehen. Ich las jeden Tag eine Seite eines Buches. Ich schrieb meine Gedanken in ein Notizbuch. Ich schaute Videos, um neue Dinge zu lernen. Ich fragte andere um Rat. Ich probierte neue Aktivitäten aus. Manche Tage waren sehr schwer. Ich hatte das Gefühl, aufgeben zu wollen. Aber dann erinnerte ich mich an die Worte meines Onkels. Sie gaben mir die Kraft, weiterzumachen. Jetzt bin ich älter. Ich bin nicht reich oder berühmt, aber ich bin stolz auf mich. Ich nutze meine Zeit auf eine gute Weise. Ich lerne weiterhin neue Dinge. Ich helfe anderen Menschen und das macht mich glücklich. All das begann mit einem kurzen Satz: Verschwende deine Zeit nicht. Dieser eine Satz hat mein Leben verändert und vielleicht kann er auch deines verändern. Also, hör gut zu. Warte nicht, sei nicht faul, fang heute an. Am Anfang wusste ich nicht, wie ich mich ändern sollte. Ich war immer noch dieselbe faule Person. Ich wollte nicht hart arbeiten, aber ich dachte immer wieder an die Worte meines Onkels. Also machte ich einen einfachen Plan. Er war nicht groß oder schwierig. Ich schrieb 3 Dinge auf ein Stück Papier: früh aufstehen, jeden Tag lesen und eine Idee aufschreiben. Das war mein Plan. Ich hängte dieses Papier an die Wand, wo ich es jeden Morgen sehen konnte. Es half mir, meinen Tag zu beginnen. Früh aufzustehen war überhaupt nicht einfach. Die erste Woche war sehr schwierig. Ich wollte länger schlafen.
Mein Bett fühlte sich warm und gemütlich an, aber ich zwang mich aufzustehen. Ich öffnete das Fenster und sah in den Himmel. Ich atmete tief ein. Die Morgenluft fühlte sich frisch an. Mein Geist fühlte sich ruhig an. Langsam begann ich, die Morgen zu genießen. Sie gaben mir Energie und ließen mich stark fühlen. Auch das Lesen war neu für mich. Früher dachte ich, Bücher seien langweilig, aber ich begann mit sehr einfachen Büchern. Nur eine Seite am Tag. Dann las ich 2 Seiten, dann 5. Ich las Geschichten und einfache Fakten. Ich las über Menschen, die hart gearbeitet und ihr Leben verändert hatten. Diese Geschichten gaben mir Hoffnung. Sie zeigten mir, dass kleine Schritte eine bessere Zukunft aufbauen können. Ich wollte auch so eine Zukunft. Das Schreiben war für mich am schwierigsten. Ich wusste nicht, was ich schreiben sollte. Meine Hand bewegte sich langsam und meine Worte waren sehr einfach. Aber ich hörte nicht auf. Jeden Tag schrieb ich eine kleine Idee. Manchmal schrieb ich über meine Träume, manchmal über meine Ängste, manchmal schrieb ich nur ein einziges Wort. Aber ich achtete darauf, jeden einzelnen Tag etwas zu schreiben. Diese kleine Gewohnheit half mir, mich selbst klarer zu verstehen. Sie half mir zu erkennen, was ich im Leben wirklich wollte. Nach ein paar Wochen begann ich stolz zu sein. Mein Leben war immer noch einfach, aber ich machte Fortschritte. Meine Tage waren nicht mehr verschwendet. Ich lernte neue Dinge. Ich wuchs Schritt für Schritt. Ich fühlte mich nicht verloren. Ich hatte ein Ziel. Ich hatte einen Plan und ich hatte einen Grund, jeden Morgen aufzuwachen. All das begann mit einem Moment, einem Besuch und einem kurzen Satz meines Onkels: Verschwende deine Zeit nicht. Ich begann auch, weniger zu sprechen und mehr zuzuhören. Früher wollte ich immer reden. Ich wollte, dass andere mir zuhören. Aber jetzt hörte ich aufmerksam zu. Ich hörte Menschen mit Erfahrung zu. Ich hörte Menschen mit guten Ideen zu. Ich beobachtete, wie sie ihr Leben lebten. Ich sah, wie hart sie arbeiteten. Ich lernte aus ihren Geschichten. Ich verstand, dass weise Menschen ihre Zeit nicht verschwenden. Sie behandeln Zeit wie etwas sehr Wertvolles. Jede Minute zählt für sie. Ich hörte auch auf, Dinge zu tun, die mir keinen Nutzen brachten. Ich sah weniger fern. Ich benutzte mein Handy weniger. Ich hielt mich von Menschen fern, die nur redeten, aber nie arbeiteten. Sie lachten den ganzen Tag, taten aber nichts Nützliches. Ich wollte nicht so sein wie sie. Ich wollte wachsen. Ich wollte besser werden. Also machte ich mir eine neue Regel: Wenn etwas nicht nützlich ist, werde ich es nicht tun. Diese Regel half mir, fokussiert zu bleiben und meine Zeit besser zu nutzen. Bald begann ich, kleine Veränderungen in meinem Leben zu sehen. Ich las mehr. Ich schrieb besser. Meine Ideen wurden klarer. Ich begann, mich selbst besser zu verstehen. Ich wusste, was ich wollte. Ich fühlte mich nicht mehr faul. Ich fühlte mich innerlich stark. Meine Zeit hatte einen Wert. Früher verschwendete ich viele Stunden. Jetzt nutzte ich jede Stunde, um etwas Gutes zu tun. Dieses Gefühl war neu für mich und ich mochte es sehr.
Eines Tages kam mein Onkel wieder zu Besuch. Er sah mich an und lächelte. Er sagte nicht viel, aber ich glaube, er konnte die Veränderung in mir sehen. Ich erzählte ihm, was ich getan hatte. Ich zeigte ihm mein Notizbuch. Er sah es sich an, nickte und sagte, »Gut.« Dieses eine Wort machte mich sehr glücklich. Ich wusste, dass ich mich in die richtige Richtung bewegte. Sein kurzer Satz half mir, einen besseren Weg zu finden, zu leben. Jetzt möchte ich dasselbe zu dir sagen. Du musst keine großen Dinge tun. Du musst nicht schnell vorankommen. Du musst dich einfach bewegen. Fang mit etwas Kleinem an. Fang heute an. Höre auf die richtigen Menschen. Baue gute Gewohnheiten auf. Nutze deine Zeit, um zu lernen, nicht um sie zu verschwenden. Wenn du das tust, kann sich dein Leben verändern, genau wie meins. Manche Tage waren immer noch schwer. Ich wachte auf und fühlte mich nicht stark. Ich wollte nicht lesen oder schreiben. Ich fühlte mich müde. Ich fühlte mich gelangweilt. Aber ich sagte mir, mach weiter. Ich erinnerte mich an die Stimme meines Onkels. Ich wiederholte seine Worte immer wieder. Verschwende deine Zeit nicht. Dieser Satz wurde mein Leitfaden. Er half mir aufzustehen, wenn ich aufhören wollte. Er half mir, es erneut zu versuchen, wenn ich scheiterte. Ich machte eine Liste mit Träumen. Ich schrieb 5 Dinge auf, die ich tun wollte. Es waren einfache Träume. Ich wollte ein Buch zu Ende lesen. Ich wollte eine neue Fähigkeit lernen. Ich wollte besser sprechen. Ich wollte jemandem helfen. Ich wollte stolz auf meine Arbeit sein. Ich sah mir diese Liste jeden Tag an. Sie gab mir Orientierung. Sie gab mir einen Grund, früh aufzustehen und meine Zeit gut zu nutzen. Ich begann auch anderen Menschen zu helfen. Ich sah, dass viele von ihnen so waren, wie ich früher war. Sie fühlten sich verloren. Sie verschwendeten ihre Zeit. Also sprach ich mit ihnen. Ich erzählte ihnen meine Geschichte. Ich erzählte ihnen von meinem Onkel. Ich sagte ihnen dieselben Worte: Verschwende deine Zeit nicht. Manche hörten zu, manche lachten, aber ich hörte nicht auf, es zu teilen. Ich wusste, dass selbst ein einziger Satz eine Tür im Kopf eines Menschen öffnen kann. Mit der Zeit wurde ich selbstbewusster. Ich begann, neue Dinge auszuprobieren. Ich besuchte einen Kurs. Ich lernte von Lehrern. Ich traf Menschen, die sich ebenfalls verbessern wollten. Sie halfen mir, schneller zu lernen. Wir teilten Ideen. Wir lernten zusammen. Mit den richtigen Menschen zusammen zu sein, half mir sehr. Ich fühlte mich nicht mehr allein. Ich fühlte mich, als wäre ich Teil von etwas Größerem. Wenn ich jetzt zurückblicke, fühle ich große Dankbarkeit. Ich bin meinem Onkel dankbar. Ich bin dankbar für seine Worte. Ich bin dankbar, dass ich mich entschieden habe, mein Leben zu verändern. Das Leben ist nicht immer einfach. Aber wenn wir unsere Zeit gut nutzen, wird das Leben besser. Wir werden stärker. Wir werden weiser. Und wir fühlen uns lebendiger. Dieses Gefühl möchte ich auch dir geben. Ich möchte etwas Wichtiges mit dir teilen.
Du musst nicht perfekt sein. Du musst nicht der Beste sein. Du musst es nur versuchen. Versuchen ist genug. Viele Menschen warten auf den perfekten Zeitpunkt, um anzufangen. Aber dieser perfekte Zeitpunkt kommt nie. Die beste Zeit ist jetzt. Auch wenn du dich nicht bereit fühlst, fang jetzt an. Mach einen kleinen Schritt. Dieser eine Schritt kann in der Zukunft zu einer großen Veränderung führen. Als ich anfing, war ich nicht sehr klug. Ich war nicht stark. Ich wusste nicht viel. Aber ich nutzte das, was ich hatte, und das war Zeit. Zeit ist kostenlos, aber sie ist auch das Wertvollste, was wir haben. Du kannst Geld verlieren und es wieder verdienen, aber deine Zeit bekommst du nie zurück. Wenn die Zeit einmal vorbei ist, ist sie für immer weg. Deshalb schütze ich jetzt meine Zeit. Ich lasse nicht zu, dass Menschen oder unnötige Dinge sie mir wegnehmen. Ich habe auch gelernt, die einfachen Dinge im Leben zu genießen. Ich musste nicht weit reisen. Ich musste keine teuren Dinge kaufen. Ich fand Glück im Lernen. Ich fühlte mich gut, nachdem ich eine bedeutungsvolle Seite gelesen hatte. Ich lächelte, nachdem ich einen klaren Satz geschrieben hatte. Ich war stolz, wenn ich jemandem geholfen habe. Diese kleinen Momente gaben mir Frieden. Sie gaben mir einen Sinn. Sie halfen mir, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Manche Menschen verstanden mich nicht. Manche redeten, aber ich hörte nicht zu. Ich wusste, was ich tat. Ich wusste, wohin ich ging. Ich wollte nicht ihr Leben. Ich wollte etwas Besseres. Ich wollte wachsen. Also blieb ich ruhig und arbeitete weiter. Meine Zeit war zu wertvoll für nutzloses Gerede. Jetzt möchte ich dir etwas fragen. Was machst du mit deiner Zeit? Baust du etwas auf? Lernst du etwas Neues oder verschwendest du deine Tage? Sei ehrlich zu dir selbst. Deine Antwort kann dir deine Zukunft zeigen. Wenn dir deine Antwort nicht gefällt, dann ändere sie. Du kannst heute anfangen, genau wie ich. Wenn du noch hier bist und meiner Geschichte zuhörst, danke ich dir. Das bedeutet, dass du dich kümmerst. Es bedeutet, dass du lernen möchtest. Das ist ein gutes Zeichen. Du bist schon weiter als jemand, der nichts tut. Viele Menschen versuchen es nie. Sie verschwenden Zeit und finden Ausreden. Aber du bist geblieben. Du hast zugehört. Und vielleicht bist du bereit, dein Leben auch zu verändern. Du musst nicht schnell vorankommen. Du musst nicht am ersten Tag großartig sein. Du musst nur anfangen. Setze dir ein kleines Ziel. Steh früh auf, lies eine Seite, schreibe eine Idee, hilf einer Person. Tu es jeden Tag. Hör nicht auf. Manche Tage werden leicht sein. Manche Tage werden schwer sein. Aber jeder kleine Schritt bringt dich voran. So beginnt echte Veränderung. Manchmal wirst du dich müde fühlen. Du wirst dich langsam fühlen. Das ist in Ordnung. Ruh dich aus, wenn du musst, aber gib nicht auf. Atme tief durch. Schau, wie weit du schon gekommen bist. Denk an deine Träume. Denk an deine Zukunft. Dann steh wieder auf.
Tu eine kleine Sache. Diese eine Handlung ist genug. Mit der Zeit werden all diese kleinen Schritte zu großem Fortschritt. Eines Tages wirst du stolz auf dich sein. Ich erinnere mich immer noch an die Stimme meines Onkels. Sie war ruhig, aber stark. Verschwende deine Zeit nicht, sagte er. Früher habe ich das nicht verstanden, aber jetzt schon. Seine Worte waren ein Geschenk. Ein kurzer Satz, aber voller Bedeutung. Er hat mich verändert. Er hat mir eine neue Art zu leben gegeben. Ich hoffe, er kann auch dir helfen. Vielleicht kann meine Stimme jetzt deine Erinnerung sein, so wie seine Stimme es für mich war. Das ist also meine letzte Botschaft an dich. Nutze deine Zeit weise. Zeit kann dein bester Freund sein, aber sie kann dich auch prüfen. Verschwende sie nicht. Nutze sie, um zu lernen, zu wachsen und ein besserer Mensch zu werden. Eines Tages wirst du zurückblicken und lächeln. Du wirst dir selbst dafür danken, dass du angefangen hast. Und vielleicht wirst du deine Geschichte mit jemandem teilen, der sie auch braucht.